Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 CKTV der zweiten Staffel. Wir haben uns für euch was ganz Besonderes überlegt. 40 Jahre DTM, ein Jubiläum, was wir gemeinsam feiern. Moderne GT3-Boliden und ein ganz besonderes historisches DTM-Auto, wo wir den Fahrer dazu interviewen. Also, seid gespannt. Eine Jubiläumssaison ist immer was ganz Besonderes, hier in Oschersleben beim ersten Rennen mit dabei zu sein. Wir sind natürlich mit unserem Trailer vor Ort, um auch vor Ort Modelle zu verkaufen. Die DTM geht ja zum Auftakt in ihr Geburtstagsjahr ins 40. in die 4. Saison mit GT3-Autos und wir sind in einer ungewöhnlichen Situation, die es vorher zu Tourenwagenzeiten nicht gab, dass ein Porsche-Fahrer und ein Porsche-Team ihren Titel verteidigen möchten mit Thomas Preining, mit dem beliebten Grello. Auch das ist ja allein cool für die vielen Fans, dass so ein populäres Auto im Moment vorne dran steht. 18, 19 weitere Fahrer stehen dahinter, die ihm das streitig machen wollen. Über die Balance of Performance wird es sicherlich eine ganz große Herausforderung werden, den Titel zu verteidigen. Es gibt genügend andere, die das auch sicherlich schaffen können. Und somit steht uns meiner Meinung nach eine ganz spannende DTM-Saison ins Haus, wo man 10, 12 Fahrer hat, die Meister werden können. Ich glaube, wir sind sehr gut aufgestellt dieses Jahr. Ähnlich zum Vorjahr. Ich glaube, wir sind sehr gut sortiert, hatten gute Tests hier und Vorbereitung ist eigentlich das A und O. Die Rennwochenenden sind sehr kompakt. Du musst eigentlich von Anfang an mehr oder weniger wissen, was du tust und ich glaube, das passt wieder. Ja, ich glaube, die DTM ist eine der wichtigsten Rennserien in Europa und von dem her ist es, glaube ich, auch berechtigt, dass die DTM schon über 40 Jahre existiert. Ich glaube, ohne die DTM würde es viele Formel 1 oder Profi-Rennfahrer überhaupt nicht geben. Von dem her eine riesige Plattform und natürlich, dass ich ein kleiner Teil davon sein darf, macht mich natürlich sehr stolz. Ja, ich glaube, die DTM ist einfach wirklich eine Legende ich bin auch schon, ich würde sagen, 20 Jahre in unterschiedlichen Funktionen dabei und von daher ist es natürlich toll, jetzt wirklich das 40-jährige Jubiläum zu feiern und es ist einfach nach wie vor die Spitzendisziplin im GT3-Sport. Einzeln besetzte Fahrzeuge, Performance-Boxenstopp und die besten Fahrer und die besten Teams. Und uns macht es einfach einen Riesenspaß, uns hier im sportlichen Wettstreit auch zu messen und einfach hier um die Punkte zu fahren. Das ist natürlich toll, dass es für Fans, für unsere Kollegen, für unsere Mitarbeiter, für die Partner, für die Sponsoren jetzt die Möglichkeit gibt, eben sich mit so einem Auto zu identifizieren, sich sowas ins Wohnzimmer zu stellen. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Stück der Erinnerung und vor allem, wenn es ein erfolgreiches Auto war, weil es einfach schön ist, die Erinnerung immer wieder aufleben zu lassen. Ja, ich finde die Details wirklich herausragend. Also, das ist mittlerweile auf so einem hohen Niveau. Da ist sogar bis ins letzte kleine Detail alles drin und finde ich einfach cool, dass man da ein paar Jahre später immer noch ein bisschen was davon hat. Dass man auch die ganzen Teile abnehmen kann und ein bisschen bewegen kann, ist was ganz Besonderes. Ist natürlich auch sehr detailgetreu. Jedes Detail ist wirklich so wie das echte Rennauto auch. Von dem her, ja, eine coole Erinnerung. Ich finde es ein extrem schönes Auto. Wenn du jetzt mich fragst, vorne die 2 Flaps mit dem Splitter sind extrem wichtig für Performance, mag ich extrem gern. Aber eigentlich, ich finde, dass es einen schönen Flow hat, dass es nicht schön ausschaut, dass es raussticht. Also bin ich ein Fan von der kompletten Autoeinheit. It's a great looking car in general. Number 36 has always been my number in the DTM, so I will try to keep it for as many years as I'm here. Aber ich muss sagen, diesen Design war einer der besten auf dem Grid. Nicht nur, weil es mein Auto war, aber den Rot gefällt mir sehr gut, ist meine Lieblingsfarbe und deswegen gefällt es mir. Die moderne DTM unterscheidet sich von der historischen DTM sehr deutlich in Sachen Reglement. Ein sehr breites Starterfeld, sehr viele verschiedene Fahrzeugkonzepte, die antreten. Dank des GT3-Reglements eine Balance of Performance macht die Fahrzeuge alle gleich, sodass man sehr viel Competition hat. In den 1990er Jahren war das Reglement noch ein bisschen anders. Die Autos waren auch tatsächlich ein bisschen straßennäher. Ich sag mal, Mercedes 190 Evo 2, den konnte man noch als Straßenauto kaufen. Ford Sierra Cosworth 500 gab es auch als Straßenversion. Alpha 155. Diese gigantischen Schlachten, die das gegeben hat, in aus heutiger Sicht unglaublich schönen Autos, die wahnsinnig populär geworden sind, die auch im historischen Rennsport immer wieder für richtig Furore sorgen, wenn die irgendwo aufkreuzen. Das ist schon was ganz Besonderes.
Heute sind wir bei Mücke Motorsport. Hier im Hintergrund seht ihr eine der DTM-Legenden aus den 1990er Jahren, den Ford Mustang DTM 1994. Ja, ich bin Gerd Ruch, eigentlich Hobbyrennfahrer, bin mittlerweile 70 Jahre alt. Ja, die DTM war eigentlich das Haupterlebnis in meiner Motorsportzeit, sage ich mal. Wir haben dann einen Mustang gekauft von dem Peter Seickel. Wir haben gemerkt, Mensch, für wenig Geld gibt es ganz viel Leistung. Und das hat mich dann animiert, mit dem Mustang weiterzumachen. Wir haben damals die Motoren 500 PS für 16.000 $ bekommen. Hätte ich einen Mercedes oder BMW gefahren, hätte ich für einen Motor 60, 70, 80.000 D-Mark ausgeben müssen. So waren die Verhältnisse. Ja, und deswegen sind wir bei dem Mustang geblieben. Und das waren eben die Geschichte, die uns das überhaupt ermöglicht haben. Ja, sonst wäre das finanziell nicht gegangen. Weil Sponsoring habe ich mich nicht drum gekümmert. Sponsoren, die auf dem Auto waren, wie Dekra oder auch Kraftwalzen, das war Freundschaftsdienste. Ich wollte auch nie einen Sponsor haben, der mir 500.000 gibt. Dann kommen montags immer die blöden Anrufe, wie war's dann am Wochenende? Das wollte ich nie haben, brauchte ich nicht. Und so sind wir Privatiers geblieben. Und naja, es war viel Arbeit, sage ich mal. Es hat mir dann auch so ein bisschen ganz zum Schluss die Lust am Schrauben und am Konstruieren und am Bauen vermiest. Ne? Weil es waren jeden Tag 12, 13, 14 Stunden Arbeit, Minimum, ja. Motormäßig sind wir früher mit dem V8 5 Liter mit dem Holly-Vergaser gefahren, dann waren auch noch Gussköpfe drauf. Auch alles unter der Prämisse, dass wir nicht betrügen wollten. Aber da sich das alles weiterentwickelt hat, haben wir mal später Aluminium-Zylinderköpfe drauf gehabt, rollengelagerte Nockenwälder und dann später die Einspritzanlage. Das hat den Motor nicht leistungsmäßig unbedingt nach vorne gebracht. Vielleicht 20, 30, 40 PS mehr. Wir hatten dann 530, 540 PS. Das Auto ließ sich natürlich unheimlich gut fahren mit der Einspritzanlage, was viele Fans immer besonders gefreut hat, die Flamme beim Abbremsen, beim Gaswechsel. Das konnten wir programmieren selbst, das habe ich dann wegprogrammiert, dass beim Gasstoß also nicht so viel Sprit reinkam, dann waren die Flammen weg, alle waren empört, also musste ich das wieder einstellen, dass wieder die Flammen kamen beim Abbremsen. Das ist alles so eine Entwicklung, das hat man immer so 4, 5 Ausfälle hinter sich, bis man dann weitergekommen ist, weil viele dann immer sagen, der muss dann schon wieder ausgefallen. Aber es ist immer irgendeine Kleinigkeit, irgendwas hat man verbessert, man hat mehr Grip, mehr Leistung, da geht was anderes kaputt. Ja, das mussten wir über die ganzen Jahre lernen. Also so war die ganze Entwicklung, dass wir immer Schritt für Schritt gemacht haben und natürlich immer nicht mit viel Manpower, immer mit 2 Leuten. Ja. Aber das Auto ist immer besser geworden und ich sage mal, dieses Auto ist eigentlich ein perfektes Rennauto. Ja. Einfach ein Auto gebaut, ohne Testen, hingefahren und 2 Sekunden langsamer als Klaus Ludwig, da kann ich nicht meckern. Ne? Ausverkauftes Haus in Hockenheim, Riesenstimmung auf den Tribünen. Das Motodrom war voll mit Zuschauern und jedes Team schiebt die Autos durch die Sachskurve bis zur Startaufstellung. Das ist ein irres Erlebnis gewesen für die Leute. Das war eine Stimmung auf den Tribünen. Die Teams alle fühlten sich pudelwohl, haben gejubelt wie im Fußballfest. Ja. Hockenheim Motodrom, das war schon was, ja. Ja, mein Name ist Stefan Mücke, bin der Teamchef von Mücke Motorsport, Mücke Motorsport Classic. Da sind wir heute hier mit ein paar schönen Autos im Hintergrund bei uns in der Werkstatt. Den Gerd, den kennen wir natürlich schon sehr, sehr lange, natürlich als Berliner von seiner Historie her aus und waren mit ihm oft im Kontakt gewesen, haben uns das Auto natürlich auch mal bei ihm angeguckt. Irgendwann kam es zum Thema, dass er sich vom Auto auch trennen würde. Parallel dazu hatten wir den Guido Momm bei uns schon als Kunden gehabt und er hatte ein Fahrzeug gesucht für den Einstieg in den historischen Motorsport. Wir haben uns das Ganze genauer angeguckt und den Deal im Prinzip dann eingefädelt. Deswegen sind wir auch sehr, sehr stolz drauf, wir als Berliner Team, dass natürlich so eine Berliner Ikone dann bei uns in den Händen restauriert werden durfte. Da waren wir sehr, sehr stolz drauf und es ist schön, immer noch das Auto einsetzen zu können. Ja, also was für uns das Auto auch besonders macht, ist ganz klar, der Mustang von Gerd ist wirklich das letzte Auto, was rein vom Privatier gebaut und eingesetzt worden ist. Und man muss wirklich sagen, Hut ab, was die beiden damals gemacht haben, was die da gebaut haben, gegen die großen Werke, gegen die großen Hersteller. Also eine sensationelle Zeit, heutzutage undenkbar, aber das ist schön, dass wir diesen Motorsport so weiterleben können. Also wir werden das ja auch in der Zukunft sicherlich bei 1 bis 3 Veranstaltungen pro Jahr einsetzen.
Wir waren kürzlich erst bei der DTM Classic auf dem Nürburgring gewesen. Ja, die Begeisterung, die spürst du absolut. Also sobald das Auto ausgeladen wird, kommen die Fans an und erzählen Geschichten von damals. Und es ist einfach ein spektakuläres Auto. Also das wollen die Leute sehen. Und nicht nur, sagen wir mal, Einheits-GT-Autos, sondern eine Vielfalt von historischen Fahrzeugen. Und da gehört der Mustang einfach mit dazu. In meiner Hand hier halte ich ein ganz besonderes Highlight. Ein Auto, welches wir vom Original abgescannt und abfotografiert haben und es dann quasi als Modellautominiatur gebaut haben, um es euch zu präsentieren und so authentisch wie möglich für eure Vitrine wiederzugeben. Ja, original mein Auto, sehr detailgenau. Fühlt sich sehr wertig an, sage ich mal. Ich bin total erstaunt über die Details, wie die alle passen, ja. Fallen mir alle möglichen Sachen ein, wenn ich das anschaue. Alle Details, alles was man so sieht, diese Kotflügelverbreiterung, das ist alles Sachen, die ich dann am Wochenende gebracht habe, mit ihm zur Werkstatt gefahren habe, die modelliert. Dann haben wir so einen Bootsbauer gehabt, der hat uns diese Teile dann gebaut. Der hat dann die Formen abgenommen, auch den Spoiler vorne, das ist alles mal, ich sag, von mir modelliert. Dann hat er das abgenommen und gebaut. Das ist das, was mich jetzt heute noch wieder, was mir dann immer einfällt, wenn Sie fragen, was ich denke, wenn ich so ein Auto sehe, die viele Arbeit. Ja. Heckspoiler, alles passt. Ja, dann wurde hier noch sogar das Detail Anfang mit diesem Diffusor hinten, das haben wir mal versucht. Sehr schön gebaut, haben wir dann zurückgebaut, weil es nichts gebracht hat. Gefällt mir sehr gut. Meinen herzlichen Dank an Gerd Ruch und auch an Mücke Motorsport, die es möglich gemacht haben, dass wir zu Gast sein durften. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und die Storys rund um den Ford Mustang begeistern euch genauso wie uns. In der nächsten Folge CKTV werden wir euch ganz besondere Touren und Rennwagen präsentieren mit einem speziellen Design. Also seid gespannt.